Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge von F1 Clash. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Wir haben heute ein bisschen was zu besprechen, und zwar, wie ist eigentlich mein Grand Prix gelaufen? Erstmal das. Wie ihr auch seht, haben wir rechts eingeblendet die ganzen Belohnungen. Und wir springen heute mal auch in ein Rennen. Wir machen Serie 12. Ich habe etwas am Setup geändert. Und endlich können wir mal dieses Teil benutzen, das wir schon seit langem auch in den Videos besprechen. Wie ihr wisst, ich bin immer so ein Typ von Zuverlässigkeit. Ich mag die Zuverlässigkeit bei meinem Fahrzeug, und wir sind ja auch wochenlang, eigentlich sind wir schon von Anfang an, haben wir nur 2 Setups geändert. Seht ihr auch auf meinem Channel, im Kanal seht ihr da in den Videos, welche Setups wir benutzt haben. Und wir haben jetzt endlich mal so gesehen das finale Setup. Es ist, das sind die letzten Teile, die wir eigentlich verbauen und dann auch upgraden müssen, so gesehen auf Max. Und wir gucken mal, wie sich das Setup auch jetzt bei Regen hier verhält in Singapur in Serie 12. Und dann machen wir mal ein schönes Rennen hier. So, Platz 16 und Platz 19. In der Qualifikation hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wir fahren nach wie vor immer die gleichen Plätze in der Quali, was ich so ziemlich gut finde. Im Regen ist es jetzt mal George Russell, der weiter vorne liegt, und sonst bei Trockenen ist es eigentlich Max Verstappen, der dann auf Platz 16 bis Platz 18 in der Quali fährt. So, beschleunigen am Anfang. Immer schön auf Push. Singapur eigentlich einer meiner Lieblingsstrecken, allerdings nicht in Serie 12 und erst recht nicht bei Regen. Also von daher, ja. So, schlechten Start. Ja, so schlecht ist er auch nun mal nicht. Verstappen hat sich da jetzt durchgeboxt. Russell hat natürlich 3 Plätze verloren. Das ist ein bisschen doof. Wir beschleunigen bis zur nächsten Geraden da oben, wo jetzt auch die ersten 3 Fahrzeuge schon sind. Und danach gehen wir runter vom Gas. Und zwar jetzt hier mit Max und hier auch mit George Russell. Ja, Charles Leclerc habe ich jetzt erstmal leider wechseln müssen nach dem Grand Prix. Das Video findet ihr auch auf meinem Kanal. Ich war sehr enttäuscht von Charles. Und deshalb habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe Russell nämlich auch auf 4. Und an den Teampunkten, da hat sich nicht viel getan. Ich glaube, das sind 3 Teampunkte mehr oder so. Allerdings, finde ich das einfach viel besser mit George Russell. Halt auch wegen dem Vorteil bei Nässe. Aber ihr seht ja jetzt auch hier selber, dass wir schon beim Start 3 Plätze vorne haben mit George. Und sehr ärgerlich. So, beschleunigen hier wieder ein bisschen bei Start und Ziel, wie immer. Ne? Würde mir da auch wünschen, dass da meine Fahrer 1, 2 Plätze machen. Allerdings ist das hier nicht der Fall. Wir werden hier eine 3-4 fahren und eine 4-3 mit unseren Fahrern. Wir werden gucken. Ich denke mal, wir machen einen Undercut mit George Russell und werden mit Max Verstappen dann ein bisschen auf lang gehen und werden dort die 4 Runden fahren zu Beginn. Sieht ganz gut aus, alles ganz entspannt. Ohne Probleme können wir hier 4 Runden fahren mit Max. Ja, Pit-Time ist in Singapur oder auch bei allen City Circuits eigentlich immer so das Wichtigste, dass wir nicht so lange in den Pits stehen. Und natürlich müssen wir dann auch noch hoffen, dass wir dann keine Probleme haben in der Pit, ja, in der Pitlane. So, bin jetzt sogar am Überlegen, ob wir sogar eine 4-3 mit beiden Fahrern fahren. Gucken wir mal. Obwohl ein Undercut eigentlich immer besser ist. Müssen wir George aber jetzt schon bringen. Also gucken wir mal, wie sich das hier verhält. Wir werden jetzt mit Max hier Gas geben. Und wir bringen Russell doch rein, ja. Wir holen Russell rein, das Auto wird vollständig repariert und machen den Undercut. Hoffen wir, dass es funktioniert. Wir gehen mit Platz 19, gehen wir in die Pits. Max Verstappen kommt jetzt nach dieser Runde rein. Es kommt keiner tanken, so wie ihr seht, außer Platz 24, was uns sogar ein bisschen helfen kann, damit wir nicht allzu weit hängen bleiben hinten. Und Max versucht jetzt auch nochmal hier ein paar Plätze zu machen. 1, 2 Plätze wäre super. Da versucht er gerade hier an Bottas vorbei. Mit der Gefahr natürlich, dass wir sogar einen Platz verlieren. George Russell kann beschleunigen jetzt der Runde. Muss komplett die Runde auf Vollgas bleiben.
So, die Jungs kommen jetzt alle rein. Ist Platz 1 auch reingekommen? Ja, die kommen alle rein. Alle. So, die Boxengasse, wie ihr seht, ist mega busy. Boxenstopp. Und 5 Sekunden raus. Sind gut weggekommen. Ist sehr, sehr schön. Hier sehen wir selber jetzt mit George Russell, haben wir schon 2 Plätze gemacht. Also der Undercut war gut. Machen eventuell sogar noch Platz 16. Ja, machen wir. So, jetzt müssen wir runter vom Gas. Und Max kann jetzt eigentlich schön auf Pin bleiben, die Runde. Muss noch jemand tanken? Nein. Alle haben gepittet, keiner muss mehr rein. Das war es eigentlich für uns. Das sind dann unsere Plätze jetzt hier. 13 und 16, die versuchen wir jetzt zu verteidigen und mit nach Hause zu nehmen. Ihr seht selber, unser Gegner hat eine 4-3 gefahren mit beiden Fahrern und hängt jetzt mit Bottas auf 22. Die Chance, dass er da hinten überholt, ist nicht so leicht. Ihr seht ja selber, wir fahren ja auch auf Vollpin, aber da kommt nichts bei rum. So, George Russell, perfekt, 50% Reifen, noch 2 Runden, das heißt 25% pro Runde können wir jetzt noch hier verbrauchen. Aber ihr seht selber, überholen ist hier nicht. Ja, unser Gegner hier, Perez, der macht hier richtig Druck. Da kommt er jetzt nochmal, aber sehr, sehr schwer. Wie gesagt, bei Regen ist es immer sehr, sehr schwer zu überholen. Haben wir auch bei dem Grand Prix gesehen. Ohne Boosts eigentlich unmöglich. Mit Boosts kommt drauf an, wie Hutch das, wie Hutch das so bei uns würfelt. Was für ein Glück wir da haben. Und dann, ja, oh, perfekt. So, wir gehen in die letzte Runde. Sehr, sehr schön. Und fahren den Sieg hier nach Hause. Wie ihr seht, ein mit Undercut hat 3 Plätze gemacht. George Russell, so gesehen von Position 16 gestartet. Und bringt auch Position 16 nach Hause, so wie es aussieht. Und Max Verstappen hat natürlich auch wieder gute Arbeit geleistet. Deswegen Max Verstappen, da bin ich sehr, sehr zufrieden mit, bin ich ehrlich. Mit den anderen Fahrern, da müssen wir noch gucken. Lando Norris habe ich noch leider nicht auf dem Level, wo ich sagen kann, boah, den würde ich jetzt mal gerne ausprobieren. Nee, deswegen fahre ich da lieber noch mit meinen anderen. Unser Gegner hat Platz 21 gemacht. Gerade eben. So, Max Verstappen Platz 13 und George Russell auf Platz 16. In Serie 12 bei Regen in Singapur, was eigentlich sehr, sehr, ja, sehr, sehr komisch ist. Normalerweise nicht normal, dass es in Singapur regnet. Allerdings haben wir trotzdem gewonnen. Ja, Serie 12 Singapur, wie gesagt. Ich hoffe, das Video hilft. Ich hoffe, ja, ihr habt das Video genossen. Danke fürs Zusehen. Vergesst den Channel nicht zu abonnieren, Leute. Und ja, lass uns hoffen, dass diese Woche gut läuft. Gucken uns noch mal ganz schnell das Setup an und die Fahrer von unserem Gegner. Bottas auf 7 und Perez auf 5. Also schon geil. Dann gehen wir mal in das Setup. Wie wir schon gesagt haben, habe ich gewechselt. Wir nehmen jetzt Flux, ja, anstatt Spirit. Und ihr seht selber, Zuverlässigkeit ist okay, ist auf 141, Leistung auf 149. Also das ist eigentlich genau das, was mir auch so gefällt. Der Gegner benutzt Claw und Mirage, das ist absolut nicht mein Fall, so zu fahren mit so wenig Zuverlässigkeit, weil da kann man einfach nicht so viel pushen. Ich sage ja auch immer, das ist sehr, sehr wichtig, Leute, desto mehr Zuverlässigkeit ihr habt und Leistung, wenn das auf dem gleichen Nenner ist, dann habt ihr einfach mehr Potenzial, das Auto nochmal auszubringen, ja, sagen wir mal so, auf Rot, also zu pushen. Ja, ihr habt selber gesehen in dem Rennen, wir konnten pushen und pushen. Wir hatten sogar noch genug Sprit übrig. Ja, wir hätten so gesehen noch ein bisschen mehr pushen können, wenn das Rennen ein bisschen kritisch geworden wäre. Allerdings haben wir den Sieg sicher nach Hause gefahren, so wie Carlos Sainz sagt, Smooth Operator. Ja, so sind wir gefahren. Also Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns bei einer nächsten Folge. Ciao Leute!